Hi, ich bin David vom Kanal Hausprobiert und ich habe mir einen Wischaufsatz für den Dyson V11 gekauft. In diesem Video zeige ich euch diesen Wischaufsatz und wie er funktioniert, woher man ihn bekommt, wie gut er tatsächlich wischt und was uns an ihm gefällt und nicht gefällt. Außerdem, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Also viel Spaß mit dem Video. So, hier ist das gute Stück und ganz kurz vorneweg als Disclaimer, es handelt sich hierbei um kein Originalteil von Dyson, auch wenn es zum Verwechseln ähnlich ist. Im Lieferumfang enthalten waren jetzt 3 Sachen, und zwar dieser Aufsatz hier natürlich, dann dieser wunderbare Wassertank, den man oben dann einfach draufklippen kann. Außerdem dabei waren noch diese Reinigungspads, insgesamt 6 einzelne Teile, also 3 Paar. Und ja, die schauen sehr hochwertig aus und fühlen sich auch super hochwertig an. Und das war's, mehr gab es nicht im Lieferumfang. Was mich sehr begeistert hat, ist, dass dieser Aufsatz nicht nur rotieren und wischen kann, sondern durch diese Öffnung gleichzeitig auch den ganzen Schmutz einsaugt. Und das klappt besser als erwartet. So sieht das Ganze dann aufgebaut aus. Der Tank ist oben dran super fest dran geklippt, unten die Pads per Klettverschluss dran gemacht. Genau der Mechanismus, der ist jetzt gerade offen, so ist er zu und ja, mit einem Dreh ist er wieder auf und dann tropft das Wasser genau an dieser Stelle dann raus. Hier oben ist die Zufuhr für das Wasser, das könnt ihr ganz normal aufdrehen, ist mit einer Gummilippe abgedichtet und wieder zumachen, ganz simpel. Laut Beschreibung ist dieser Aufsatz geeignet für den Dyson V7, V8, V10 und V11. Wir persönlich haben einen V11 und bei uns passt der perfekt drauf. Also da haben wir echt überhaupt keine Probleme gehabt. Kein Spiel, kein Wackeln. Es schließt super ab und sitzt richtig gut drauf. Wir werden den Wischer gleich in Aktion sehen. Allerdings müssen wir vorher erstmal kurz Wasser einfüllen und Reinigungsmittel dazugeben. Und das mache ich jetzt. Ich habe hier im Messbecher etwa 500 Milliliter Wasser drin. Die passen aber auf gar keinen Fall alle rein. Also real sind es etwa 150 Milliliter. Also Wasser und Reinigungsmittel rein. Den Tank auf den Aufsatz stecken. Und zu guter Letzt die Pads mit dem Klettverschluss einfach nur dran machen. Aber hier habe ich einen Bonustipp für euch. Es empfiehlt sich, die Pads vorher einfach kurz mit Wasser anzufeuchten. Dann wischen sie besser und sind nicht ganz so trocken. Zum Schluss noch schnell anstecken. Und bevor es dann tatsächlich losgeht, vorne noch die Öffnung öffnen. Ihr seht, hier ist der Regler jetzt oben und das Wasser fängt an zu tropfen. Das passiert sehr kontinuierlich und es ist eine gute Menge, die da rauskommt. Nicht zu wenig, nicht zu viel. So, wir sind jetzt hier bei uns im Wohnzimmer und ich habe die Kameraperspektive ein bisschen geändert. Ihr seht jetzt hier 3 Szenarien. Wir haben ganz links habe ich eine Bahn mit Mehl vorbereitet, wo wir jetzt gerade drüber wischen. In der Mitte befinden sich einfach Krümel und Staub und ja, so verschiedene Reste, die man so auf dem Boden im typischen Alltag findet. Und ganz rechts ist eine Pfütze aus Saft. Da wollte ich euch demonstrieren, dass ihr ruhig auch Flüssigkeiten einsaugen könnt, wenn es nicht zu viel ist. Und davon landet auch gar nichts im Behälter, was wir später dann nochmal sehen. Und ja, ich wische da jetzt einfach überall drüber. Und ihr könnt ja selber kurz mal zugucken. Man hat anfangs gesehen bei den Krümeln, dass sie teilweise in verschiedene Richtungen geschleudert werden. Das passiert, wenn man unachtsam ist, aber ist auch gar nicht so schlimm. Da geht man dann einfach 1-2 Mal drüber und schon hat man dann alles eingesaugt. Ja, man kann jetzt hier auch wunderbar sehen, dass der Wischer super sauber reinigt, dass er keine Schlieren hinterlässt und dass er auch den ganzen groben Schmutz einfach mit einsaugt. Ja, hier nochmal eine andere Perspektive, was man hier jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen kann im Video. An der Fuge hinten gibt es ganz viele Radiergummikrümel und hier wollte ich einfach testen, wie gut der Wischer denn darin ist, Schmutz vom Rand aufzuwischen. Und ja, was soll ich sagen? Er hat es einfach mühelos und reibungslos gemacht und ja, ich bin einfach
total begeistert vom Reinigungsergebnis. Also ihr seht auch hier wieder keine Schlieren. Die ganzen Fußstapfer, die sich im Laufe des Tages auch sammeln auf dem Boden, sind auch alle weg. Und das Ergebnis ist einfach sauber. Ich kann euch aber trotzdem eine Empfehlung aussprechen. Denn wie bei einem normalen Wischmopp ist es, falls ihr sehr schmutzige Stellen habt oder sehr grobe Verschmutzungen, ist es sehr praktisch, wenn ihr diese vorher mit einem Lappen einfach kurz wegmacht, damit sich nicht der ganze grobe Schmutz in diesen Reinigungspads verfängt und dann rumschmiert. Also wie beim Wischmopp einfach vorher reinigen. Ja, wir haben den Aufsatz jetzt schon einige Tage und Stunden bei uns getestet und generell sind wir einfach super begeistert davon. Es gibt viele Dinge, die uns gefallen haben, aber einige, die uns auch etwas nicht gefallen haben und darauf möchte ich jetzt eingehen. Super praktisch ist halt einfach, dass er wischt und saugt gleichzeitig. Man braucht gar keinen Wischmopp mehr, sondern hat nur noch ein Gerät. Und kennt ihr das? Wenn ihr mit dem Wischmopp den Boden gewischt habt, dann bleibt am Ende immer so ein Rest an Dreck und Krümeln, den man umständlich mit einem Tuch oder so entfernen muss. Tja, jetzt halt nicht mehr. Das ist alles einfach weg. Es wird alles weggesaugt und das ist mega. Und dabei bleibt der Behälter, wie ihr hier sehen könnt, komplett trocken. Also es wird kein Wasser aufgesaugt und ihr könnt einfach ganz normal saugen und wischen. Weiterhin positiv ist, dass er beim Wischen keine Schlieren hinterlässt. Also das Ergebnis ist wirklich sehr sauber und ja, begeistert einfach. Ich war sehr überrascht, wie gut es tatsächlich funktioniert und wie einfach das auch ist. Das Einzige, was passiert, sind aber diese Wassertropfen, die beim Zurückziehen auf dem Boden sind. Nach dem Trocknen sieht man sie aber quasi nicht mehr und uns hat das überhaupt nicht gestört. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist die generelle Qualität, die Farben, die sehr aussehen wie das Original und die Verarbeitung, bis auf eine klitzekleine Stelle, die ich euch später zeige. Und als Erinnerung, es ist kein originales Zubehör von Dyson, aber die Farben, die sehen einfach 1:1 aus wie die von Dyson. Und die Verarbeitung ist einfach super hochwertig, also der Kunststoff fühlt sich sehr, sehr wertig an, nicht billig und alles ist auch fest und knarzt nicht. Und genauso die Reinigungspads, sehr hochwertig, flauschig und es gibt ganze 6 Stück davon. Der letzte Punkt, der mir gefallen hat, ist das generelle Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben etwa 70 € dafür bezahlt. Es hört sich im ersten Moment vielleicht viel an, aber wenn man alles zusammennimmt, die generelle Qualität von allem, der Nutzen davon und die Passgenauigkeit, die Farben und alles, dann finde ich 70 € absolut angemessen. Es gibt aber auch 2-3 Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Und zwar, das könnt ihr jetzt hier im Bild sehen, wenn man den Tank zur Seite hebt, dann tropft es bei meinem Modell etwas raus. Ich fürchte, es liegt hier an der Seite und es kommt da raus. Irgendwas scheint hier wohl undicht zu sein. Ich weiß nicht, ob das alle Modelle betrifft oder ob ich wahrscheinlich einfach nur so ein kaputtes Produkt bekommen habe. Ja, ist jetzt nicht weiter schlimm, passiert auch nur auf der Seite. Also wenn man normal hält, dann passiert da auch nichts. Nummer 2, das mir nicht gefallen hat, ist der Tank an sich. Der könnte nämlich etwas größer sein. Ich hatte ja anfangs erwähnt, da passen etwa 150 Milliliter rein. Wir haben eine 107 Quadratmeter große Wohnung und dafür reicht der Tank nicht aus. Also eine Tankfüllung reicht nicht aus und man muss mehrfach nachfüllen. Außerdem, und das ist der letzte Punkt, fehlt mir ein Mechanismus, um den kompletten Tank ganz leer zu machen. Denn wenn noch ein bisschen Restwasser übrig ist, dann dauert es bei den anderen Öffnungen einfach ein bisschen zu lange und so ein Ablassventil wäre da ganz schön praktisch gewesen. Also, kommen wir mal zum Fazit. Können wir den Aufsatz empfehlen? Unserer Meinung nach absolut. Also wir sind echt begeistert. Er ist eine unglaubliche Erleichterung für uns, super praktisch und die Qualität hat uns auch einfach nur überzeugt. Und das Ergebnis beim Wischen definitiv auch. Also wenn ihr auch so ein Teil haben wollt, dann nutzt gerne den Amazon-Link bei mir unten in der Videobeschreibung. Da verlinke ich nämlich genau zu diesem Modell und dann müsst ihr nicht so lange suchen und habt das direkt bei euch. Und zu guter Letzt möchte ich noch Danke sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Falls dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein David von Hausprobiert.